Hey, ich bin Judy von den Dogspotters und ich sitze hier mit Luke Caroline Zienmann. Sie arbeitet seit fast 30 Jahren beim Dog Film Festival, ist Teil der Auswahlkommission und ehemalige Leiterin der Dog-Bildungsabteilung. Schön, dass du heute da bist. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Wir sind der 16. Jahrgang der Dogspotters und du warst von Anfang an mit dabei. Was begeistert dich denn nach wie vor an der Jugendredaktion? Ich finde, das ist so ein super toller Raum, wo irgendwie jeder, der diese Woche gemeinsam verbringt, irgendwie ein Stück über sich hinaus wächst. So und Sachen ausprobiert, die man vorher noch nie gemacht hat. Und auch Leute, die im Interview sind, dazu bringt, über die Dinge, die sie so machen, nachzudenken, auf eine andere Art und Weise, weil es eben nicht so dieses Standardinterview ist, wenn 14-, 15-, 16-Jährigen sich die Fragen ausgedacht haben. Und das hat mich eigentlich jedes Mal wieder begeistert. Und es ist total schön, dass so über die Jahre ganz viele Menschen so ganz fest mit dem Festival verwachsen sind. Also wir arbeiten heute mit Menschen im Team zusammen, die mit 14 das erste Mal als Dogspotter angefangen haben. Und das ist für mich echt immer das Schönste, so wenn es losgeht, die Leute wiederzusehen, weil das wie so eine Familie ist. Das klingt wirklich schön. Du bist ja jetzt auch immer noch im Bereich der Auswahlkommission für den deutschen Wettbewerb tätig. Was konntest du denn aus der Zeit als Teamer bei den Spotters mitnehmen? Ich glaube, dass wir haben ja einen riesen Pool an Filmen, aus denen wir aussuchen können, dass man beim Auswählen ein bisschen, man kann nur mit seinem eigenen Herz und seinem eigenen Kopf auswählen, aber man kann schon auch ein bisschen abstrahieren, was gefällt vielleicht unterschiedlichen Menschen im Publikum, weil es sind ja nicht alles Leute, die sich 365 Tage ihres Lebens mit Dokumentarfilm beschäftigen. Und den eigenen Blick so ein bisschen zu öffnen und sich zu überlegen, könnte mit dem Film dann auch jemand was anfangen, der gerade 17 ist und sich aufs Abi vorbereitet oder der gerade eine Lehre angefangen hat. Also sozusagen jemand anders als ich. Das finde ich tatsächlich wichtig, dass man sich nicht so in so einem eigenen Saft so sehr immer dreht, sondern so ein bisschen versucht, die Breite, die es ja gibt, in den Einreichungen auch abzubilden. So. Es werden ja über 3000 Filme eingereicht. Wie läuft denn das Auswählen der Filme genau ab oder wie viele Filme hast du geschaut? Auf genau so eine Frage habe ich gewartet, wo ich dann nämlich eigentlich gar keine Antwort habe. Ich habe die tatsächlich gar nicht gezählt. Ich gucke ja nicht alleine 3000 Filme, sondern wir haben verschiedene Gruppen. Wir haben eine Gruppe, die guckt alle deutschen Einreichungen, weil dafür ja ein spezieller Wettbewerb eingerichtet ist. Eine Gruppe, die schaut alle internationalen Doc-Filme und eine Gruppe, die schaut alle internationalen Animationsfilme. Und da meine Gruppe sozusagen die kleinste Anzahl hat, ich weiß nicht, es werden vielleicht so, echt wild geschätzt, pro Jahr 300, 350 sein. Aber manche Kollegen schauen noch viel mehr und früher hatten wir es anders organisiert. Da war man, ich glaube, wirklich manchmal 6 Wochen über den Sommer eigentlich sozusagen jeden Tag in der Sichtung. Und da habe ich dann auch 500 aufwärts geguckt. Aber ich finde es ganz schön, dass es sozusagen ein bisschen anders organisiert ist, weil man will sich auch so einen frischen Blick bewahren. Und das ist manchmal nicht so ganz einfach. Ne? Wenn du schon bei Nummer 222 bist, dann brauchst du vielleicht auch mal ein bisschen frische Luft wieder und die Welt da draußen. Und nach welchen Kriterien wählst du aus? Auch eine gute Frage, über die wir uns jedes Mal wieder, wenn ich jetzt sage streiten, dann meine ich nicht streiten, sondern das wird jedes Mal wieder ein Stück weit auch neu verhandelt, glaube ich. Und jeder hat da andere Prioritäten. Ich glaube, was uns allen total wichtig ist, ist einerseits, dass der Film oder die Filmschaffenden sich bemühen, nicht irgendeinen Film über ein spannendes Thema zu machen. Das macht das Fernsehen und das ist total gut, dass es das macht. Sondern wenn sie ein Thema sich vornehmen, auch zu überlegen, wie bringe ich das denn auf die Leinwand? Ja? Welche Bilder stehen für mich repräsentativ? Du kannst ja einen Film auf 1000 verschiedene Arten machen. Das fängt an bei der Frage, welche Bilder du drehst, welche Menschen du überhaupt vor die Kamera holst. Du kannst einen Film über irgendein politisches Thema machen, in dem du lauter erste Reihe Politiker und Politikerinnen interviewst. Oder du kannst zum Beispiel die Leute befragen, die sozusagen von der Politik betroffen sind.
Oder du kannst sozusagen die Opposition befragen und die Regierung. Also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und um zu beurteilen, ob ich einen Film gut finde oder schlecht, ist mir vor allen Dingen wichtig, dass ich das Gefühl habe, da hat sich jemand Gedanken darüber gemacht, wie dieses Thema und welche Auswirkungen diese Entscheidungen haben. Ne? Also wenn ich einen Film über ein politisch strittiges Thema mache, ist es ja ein Riesenunterschied, ob ich sozusagen diejenigen, die das gerade entscheiden oder diejenigen, die mit der Entscheidung nicht einverstanden sind, zu Wort kommen lasse, zum Beispiel. Und also das ist was, aber das ist natürlich sehr subjektiv. Ne? Ob ich das gut gelungen oder schlecht gelungen finde, das hängt sehr viel davon ab, wie es mir gefällt. Und das kann sein, dass meine Kollegin, mit der ich arbeite, sagt, kann ja sein, dass du das toll findest, Caro, aber ich finde das echt gar nicht gelungen. Und dann wird sehr viel gestritten und geredet und argumentiert. Und insofern werden diese Prioritäten immer ein bisschen wieder ausgehandelt. Aber das ist immer so eine Leitlinie, glaube ich, die wir alle haben, dass die Filme, die hier laufen, sind nicht nur deswegen im Programm, weil sie spannende Themen behandeln, das tun sie alle. Die sind deswegen im Programm, weil sie das auf eine spannende Art tun. So kann man es vielleicht sagen. Und du hast ja gerade schon die Meinungsverschiedenheiten angesprochen. Wie genau geht ihr denn dann damit um, wenn ihr euch da uneinig seid? Dann machen wir die Tür zu und ziehen die Volkshandschuhe an. Nein. Wir reden und wir gucken nochmal rein. Also wir gucken die Filme, über die wir diskutieren, immer gemeinsam unter kinoähnlichen Bedingungen, ne? Also mit einer großen Leinwand, mit gutem Ton und fangen dann an zu diskutieren. Und das ist so eine Praxis, die sich auch mit den Jahren entwickelt hat. Du merkst, wenn du dann nur noch sozusagen Rede und Gegenrede hast, irgendwann gewinnt sozusagen der besser argumentieren kann. Aber das ist ja gar nicht der Sinn. Es geht ja darum, was sehen wir wirklich in dem Film. Und wir haben wirklich angefangen, und das finde ich total gut, wenn wir uns irgendwie nicht mehr sicher sind, was haben wir denn eigentlich genau gesehen, dann schauen wir nochmal den Film an oder schauen wir uns nochmal die erste Hälfte an oder wie auch immer. Und dann merkt man meistens schon total genau, lag ich jetzt richtig mit meiner vehementen Fürsprache für diesen Film oder habe ich da nur was sozusagen reingedacht, weil ich das Thema so wichtig finde zum Beispiel. Und die Kritik, die meine Kollegin oder mein Kollege schon längst artikuliert hat, was weiß ich, die Musik drückt viel zu sehr aufs Gefühl, das ist alles irgendwie eine Spur zu viel. Vielleicht haben die doch recht gehabt. Also ich finde tatsächlich, da muss man den Film mehr sprechen lassen und selber als auswählende Person mehr zuhören und zuschauen. So. Und so machen wir es tatsächlich auch. Es ist ganz viel Reden und den anderen überzeugen. Wir haben es, glaube ich, in den fast 10 Jahren, die ich in der Auswahl bin, so gut wie nie gehabt, dass irgendjemand gesagt hat, bis hierhin und nicht weiter. Wie wir jetzt mit diesem Film umgehen, ob er rein oder rauskommt, dann gehe ich. So, das ist nicht passiert bisher, zum Glück. Ich würde dich jetzt abschließend noch gerne fragen, was denn deine persönlichen Filmempfehlungen sind, vielleicht auch speziell für Jugendliche. Ein Film, den ich total beeindruckend finde, The Woman Who Poked the Leopard. Ein Film über eine ugandische Aktivistin und Feministin, die gegen den dortigen Regimeinhaber, gegen den dortigen Regierungspräsidenten protestiert hat, mit künstlerischen Mitteln, also mit einem Gedicht in diesem Fall, und dafür tatsächlich ins Gefängnis geworfen wurde. Und der Film begleitet sie eine ganze Weile und zeigt sie als echt beeindruckende Persönlichkeit und macht dann aber noch was anderes, was ich total spannend fand, nämlich der stellt die nicht auf so ein Podest und sagt, oh wow, tolle Frau, sondern der zeigt sie auch im Spiegel ihrer Kinder. Die hat mehrere Kinder und die helfen ihr auch in ihrem Wahlkampf und so und sagen ihr aber auch echt total deutlich so, ey, bis hierhin und nicht weiter, wir sind deine Kinder und nicht deine Plakatekleber oder du musst auch mal sozusagen dich um uns kümmern. Also es ist aber so eine total schöne Art, die wird nicht als Rabenmutter hingestellt, sondern einfach als jemand, der auf einem schmalen Grat balanciert zwischen einer echt großen politischen Aufgabe, aber de facto ist das Leben ja immer noch da. Und ich finde diesen Film total toll. Den kann man sich angucken. Und generell haben wir ganz viele Filme im Programm, finde ich, dieses Jahr, die so die Überschneidungen von Politik und Privatheit schön zeigen. Da könnte ich noch aus dem deutschen Wettbewerb den Film Intersection von Caroline Rösler empfehlen. Da geht es um die Frage, wie Menschen, die vielleicht in ihrem eigenen Leben noch gar nicht so viel Diskriminierung erfahren haben, realisieren oder mitfühlen können oder wie wir das
schaffen können, dass die realisieren, was es heißt, wenn man diskriminiert wird, wenn einem Grenzen gesetzt werden, die ungerecht sind und die so nicht sein sollten. Und das macht sie, indem sie mit 6 Menschen, die alle gegen Diskriminierung ausstehen, die ganz viele davon sind Content Creator und sozusagen auf Social Media unterwegs, um aufzuklären, mit denen in Dialog tritt. Und das ist total spannend, finde ich, wie die sich miteinander auseinandersetzen. Die haben ganz unterschiedliche Ideen, wie das gehen kann. Und der Film macht da so einen Fächer auf so, und fragt, wie können wir denn aus all diesen Ideen für unseren persönlichen Alltag was mitnehmen. Den kann ich auch sehr empfehlen. Dann vielen Dank für deine Filmempfehlungen und vielen Dank für deine Zeit und den spannenden Einblick hinter die Kulissen. Sehr gerne. Ich wünsche euch eine tolle Woche im Festival und alles Gute. Dankeschön.